So viel Bogen für so wenig Geld, die müssen sich doch verrechnet haben, oder? Was ich euch heute mitgebracht habe, ist das Delta NX ILF-Mittelteil von Winners. Und ich freue mich wirklich, das heute vorzustellen, denn es ist ein richtig schöner Bogen. Winners ist die Tochtermarke von Win & Win, die meisten werden das wissen. Und das Delta NX ist aus der Modellreihe 2020, sollte eigentlich im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen. Da kam dann einiges dazwischen, wir erinnern uns, da war und ist ja immer noch diese Pandemie. Und dann ist es Sommer geworden. Jetzt sind wir ein bisschen spät dran mit dem Video, aber ich denke, das ist okay, denn es ist immer noch ganz normal im Sortiment und wird auch nächstes Jahr noch verfügbar sein. Deswegen möchte ich es jetzt noch kurz vor Weihnachten vorstellen. Ist vielleicht auch ein ganz netter Artikel für den Weihnachtsbaum. Wie gesagt, es ist ein ILF-Mittelteil, 25 Zoll lang. Es gibt Rechtshand- und Linkshand-Versionen und es ist matt eloxiert. Es gibt den Bogen in 5 Farben: Schwarz, Weiß, Silber, Rot und Blau. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich die rote Version in der Hand und die weiße Version steht neben mir und hier auf dem Tisch habe ich noch Blau und Schwarz. Es ist jetzt nicht Bordeaux, ich kann das schwer beschreiben. Wir haben bei uns auf der Webseite dazu auch Fotos in guter Qualität. Ich glaube, auf denen haben wir das versucht, so gut wie möglich darzustellen. Und auch das Blau, kann ich hier mal gerade zeigen, ist auch, es ist Petrol, Teal, Türkis, es ist irgendwas dazwischen. Ich finde es ganz nett, es ist eine schöne Farbe, es ist keine kräftige Farben. Ja, das Mittelteil hat alle Einstellmöglichkeiten, die man so braucht für ein modernes Wettkampfmittelteil. Also wir haben die ganzen Gewinde für Stabilisatoren und Dämpfer. Also wir haben oben und unten haben wir die zusätzlichen Gewinde. Wir haben Buttongewinde, 2 Stück. Wir haben ein Klickergewinde, wir haben eine Aufnahme für ein Visier. Das ist alles erwartungsgemäß. Es gibt hier den Klickervorbau, der ist abschraubbar, also wir haben eine Verlängerung für den Vorbau hier dabei. Und das ist eben alles aus, ich sag mal, verchromtem Stahl. Wirkt alles relativ wertig. Die Wurfarmverstellung ist das, was man mittlerweile kennt und was auch zum Standard geworden ist. Wir haben also diesen Block hier und wir haben auf beiden Seiten die Konterschrauben, die diesen Block dann in Position halten. Und das ist eben so das Prinzip, ja, solide Hausmannskost. Ja? Also funktioniert auf jeden Fall. Die ganze Qualität ist sowieso bei Winners vernünftig. Also da muss man sagen, da merkt man, dass da Win & Win die Mutter ist. Eben auch bei diesen Serien, auch wenn sie günstiger sind, zum Teil deutlich günstiger. Die Verarbeitungsqualität, die ist eigentlich da, die stimmt. Also da haben wir sehr, sehr wenig Probleme und sehr, sehr wenig Feedback von Kunden, dass mal was nicht passt. Von daher eine absolut beliebte Marke auch bei uns im Shop, genau aus dem Grund. Das Mittelteil wiegt 1060 Gramm, ist damit relativ leicht für ein Aluminium-Mittelteil. Ja, es gibt verrückte Carbon-Geschichten, die teilweise bis 600 Gramm runtergingen. Es gibt solche Mittelteile wie das Crossen Xenia, auch ein sehr beliebtes Mittelteil, gerade für Einsteiger bei uns. Das wiegt knapp unter 800 Gramm. Da ist also nochmal über 250 Gramm gespart. Aber das geht natürlich bei Aluminium nicht. Die üblichen Aluminiummittelteile liegen ja eher bei 1200 bis 1300 Gramm. Und da ist das im Vergleich doch schon sehr leicht. Einer der Gründe wird sicherlich sein, dass wir hier eine offene Wurfarmaufnahme haben. Das kann man hier wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser sehen. Also da hätten jetzt ja andere Mittelteile noch so einen Steg zur Verstärkung. Da fehlt auf jeden Fall einiges an Material. Was man auch sehen kann, ist, dass vor der Griffschale nicht mehr viel Material ist. Also hier hat man ja normalerweise noch ein ganzes Stück Material vor dem Griff. Also an einigen von diesen Stellen wurde da einfach Gewicht gespart und deswegen kommen wir auf diese 1060 Gramm. Ja, gerade für Jugendliche, für, ich sag mal, die Damen, die nicht so viel Gewichte auch am Stabilisator haben möchten und die eben insgesamt nicht so einen schweren Bogen haben möchten, kann das eine gute Lösung sein. Okay, was kostet es? Das ist ein bisschen schwierig.
mit Preisen natürlich. Das Video ist im November 2020 aufgenommen worden und wird wahrscheinlich länger im Internet sein. Wir haben ständig Anpassungen wegen der Euro-Dollar-Schwankungen und so weiter. Wir haben natürlich einen Link zu dem Produkt hier in der Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr natürlich auch nachgucken. Aber in dem Moment, wo wir es aufgezeichnet haben, liegt es bei ungefähr 150, 155 Euro. Das ist ein absoluter Toppreis. Vor allem dafür, dass es eben auch ein eloxiertes Mittelteil ist, weil das ist wirklich so die untere Grenze. 150 Euro, das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre, dass tatsächlich im Einsteigerbereich die Sachen günstiger geworden sind, während sie im Profibereich tendenziell immer teurer werden. Aber eben für das Geld ist das wahnsinnig, wie viel Bogen man bekommt und eben, dass man keine Lackierung bekommt, sondern eine Eloxierung und eben auch eine matte Eloxierung, die wirklich hochwertig aussieht. Das finde ich spitze und ist wirklich ein absoluter Toppreis. Damit ist das preislich zwischen dem Delta LX von Winners und dem Motive FX. Das Delta LX ist ungefähr 30 Euro günstiger, aber ist dann eben lackiert. Und das Motive FX, das ist schon ein Jahr älter, gibt es schon länger, sehr, sehr beliebt bei uns im Shop. Auch eloxiert, aber es ist eben nicht matt eloxiert, sondern glänzend. Wer ist die Zielgruppe für diesen Bogen? Ich würde sagen, ganz klar, dadurch, dass er etwas leichter ist als so ein übliches 25 Zoll Mittelteil und dadurch, dass er auch relativ schmal designt ist. Also ich zeige das hier nochmal vielleicht so von hinten den Bogen. Die Wurfarmaufnahmen, hier unten die Bereiche, das ist alles relativ schlank. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass am Griff ein bisschen Material fehlt, sage ich mal. Das Ganze wirkt relativ leicht und schlank und deswegen würde ich sagen, ist ganz klar die Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die vielleicht ihren ersten richtigen Bogen kriegen. Genauso natürlich aber auch, üblicherweise sind es ja die Damen, die etwas kleiner sind, auch wenn ich da jetzt die Geschlechter nicht irgendwie unterschiedlich behandeln möchte. Aber eben Leute, die kleine Hände haben, die einen eher kleineren und einen eher leichteren Bogen suchen, das ist hier ganz klar, würde ich sagen, die Zielgruppe. Und es ist eben die normale Griffschale von Winners ist hier drauf, aber eben, wenn man da reingreift, wie jemand jetzt, der große Bärenhände hat, der wird sofort in den Bogen greifen und sagen, das ist nichts. Also da ist zu wenig, was man anfasst. Ja, wenn ich schon über die Griffschale spreche, an diesem Bogen ist eine weiße Griffschale. An dem roten ist auch eine weiße Griffschale und am silbernen auch. Der schwarze Bogen und der weiße, der hier steht, die haben schwarze Griffschalen. Weiße Griffschalen sind immer so eine Sache, das sieht schick aus. Das ist wirklich sehr edel, aber es wird natürlich schneller dreckig. Und deswegen gibt es viele, die das vielleicht nicht so schön finden. Es gibt die Griffschalen aber auch gesondert zu kaufen bei uns im Shop. Deswegen ist das eigentlich gar kein Problem von Winners. Die sind eigentlich auch immer verfügbar. Wir versuchen immer, die auf Lager zu haben für ungefähr 20 Euro in der Kunststoffversion. Man kann also dann einfach die Griffschale austauschen, wenn man möchte. Und es gibt auch Holzgriffschalen von Winners und auch die haben wir eigentlich immer auf Lager. Also auch daher. So. Fazit. Ich nehme jetzt mal den schwarzen Bogen, den hatte ich noch gar nicht in der Hand. Sieht nämlich auch sehr schick aus. Was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Bogen geworden. Es ist dieses Jahr ein bisschen untergegangen, weil die Welt ein bisschen Kopf stand, was schade ist. Der ist also nicht so oft verkauft worden, wie es eigentlich zu erwarten wäre und wie es eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von dem, was man hier bekommt fürs Geld, zu erwarten wäre. Also wie gesagt, etwas untergegangen, weiß ich auch nicht warum. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Bogen. Es gibt nichts an diesem Bogen auszusetzen. Ich würde da jetzt vielleicht nicht unbedingt 40 Pfund Wurfarme drauf machen und 46 Pfund Zuggewicht schießen. Aber alles, was so im normalen Hobby-Freizeitbereich sich abspielt, dafür ist der auf jeden Fall solide genug und er ist wirklich toll verarbeitet. Und ich finde, er sieht auch schick aus mit diesen kreisrunden Löchern da drin. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Das habe ich aber länger nicht mehr gesehen, sowas, und ich finde, es ist wirklich sehr schön geworden. Ja, das war es erstmal dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen hoch, wie üblich hier auf YouTube. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir werden hier in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Videos hochladen und Produkte vorstellen. Denkt daran, die Glocke zu drücken, damit ihr auch von YouTube daran erinnert werdet, wenn wir was hochladen. Und das war's erstmal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.